Der größte Tintenfisch der Welt? Der Riesenkalmar. 14 Meter lang, länger als ein Schulbus. Falsch. Es gibt einen anderen, kürzer, aber doppelt so schwer. 590 Kilogramm. Schwerer als ein Grizzlybär. Sein Name Kolosskalmar. Und hier ist das Bizarre. Diese beiden Monster sind nicht verwandt. Sie leben in verschiedenen Ozeanen. Sie haben sich nie getroffen. Und trotzdem erschuf die Evolution sie beide. Zweimal dasselbe Monster, unabhängig voneinander. Warum? Stell dir vor, zwei Tiere, beide gigantisch, beide tödlich, beide perfekt für die Tiefsee. Aber sie sind keine gleiche Art, nicht einmal die gleiche Gattung, nicht einmal die gleiche Familie. Der Riesenkalmar lebt im Atlantik und Pazifik, gemäßigte Gewässer, 300 bis 1000 Meter Tiefe. Der Kolosskalmar lebt nur in der Antarktis, eiskaltes Wasser, 2000 Meter Tiefe, noch tiefer, noch kälter. Sie wissen nicht einmal, dass der andere existiert. Und trotzdem entwickelte die Evolution beide. Wissenschaftler nennen das konvergente Evolution. Zwei nicht verwandte Arten entwickeln dieselbe Lösung, unabhängig voneinander. Aber wenn das stimmt, warum sehen sie so unterschiedlich aus? Und was würde passieren, wenn sie sich eines Tages treffen? Heute tauchen wir ab in die Tiefsee, zu den beiden größten Kalmaren der Erde und zu einer Frage, die niemand beantworten kann. Könnte ein dritter Riese entstehen? Der Riesenkalmar, Architeuthis dux, 14 Meter lang, 230 Kilogramm schwer. Seine Tentakel reichen weiter als jedes andere wirbellose Tier. Aber Länge ist nicht alles. Der Kolosskalmar, Mesonychoteuthis hamiltoni, nur 12 Meter lang, aber 590 Kilogramm schwer. Mehr als doppelt so schwer wie der Riesenkalmar. Das macht ihn zum schwersten wirbellosen Tier, das jemals auf der Erde gelebt hat. Ohne Ausnahme. Beide entstanden aus einem gemeinsamen Vorfahren, vor 60 bis 100 Millionen Jahren, gegen Ende der Kreidezeit. Aber dann trennte sich ihre Evolution. Ein Zweig führte zu den Architeutidae, dem Riesenkalmar, der andere zu den Cranchidae, dem Kolosskalmar. Und beide wurden gigantisch. Aber nicht, weil sie von einem riesigen Vorfahren abstammen, sondern weil die Tiefsee sie dazu zwang. Der Riesenkalmar wurde groß durch Tiefseegigantismus. Hoher Druck, wenig Licht, größere Körper überleben besser. Der Kolosskalmar wurde groß durch polaren Gigantismus. Eiskaltes Wasser, langsamer Stoffwechsel. Größere Tiere speichern Wärme besser. Zwei verschiedene Gründe, aber dasselbe Ergebnis: Monster. Vielleicht fragst du dich jetzt, war das Zufall oder hat die Natur einen Plan? Die Antwort ist beunruhigend. Beide wurden riesig, unabhängig voneinander. Aber wenn sie dieselbe Lösung sind, warum sehen sie so unterschiedlich aus? Die Antwort liegt in der Art, wie sie töten. Der Riesenkalmar ist für Geschwindigkeit gebaut. Lang, schlank, stromlinienförmig, geschätzt 40 Kilometer pro Stunde. Er jagt schnelle Beute im offenen Ozean, Fische, kleinere Kalmare. Er versteckt sich, wartet, schießt blitzartig nach vorne. Der Kolosskalmar? Nur 20 Kilometer pro Stunde, halb so schnell. Warum? Weil er nicht jagen muss. Er wartet. Sein massiver Körper, kurz, dick wie ein Panzer, speichert Wärme. In der Antarktis ist Energiemanagement alles. Der Riesenkalmar jagt aktiv. Der Kolosskalmar lauert passiv.
2 Strategien, beide tödlich. Der Riesenkalmar hat Saugnäpfe, mit winzigen Zähnen besetzt, perfekt für rutschige, schnelle Fische. Er hält fest. Der Kolosskalmar hat Haken, drehbar, scharf, wie Angelhaken aus Knochen. Er spießt auf. Nicht um festzuhalten, um aufzureißen. Aber beide haben dasselbe, einen Schnabel, aus Chitin, härter als Knochen. Er schneidet durch Fleisch wie eine Schere. Danach zerkleinert die Radula, eine Zunge voller Widerhaken, alles vor dem Schlucken. In der Tiefsee gibt es keinen Boden, keinen Widerstand, nur offenes Wasser. Der Schnabel ist die einzige Möglichkeit, Beute zu töten und zu fressen. Und genau deshalb haben beide ihn. Konvergente Evolution. Wenn dich diese Monster faszinieren, like jetzt. Aber es gibt ein Problem. Beide haben einen gemeinsamen Feind, den Pottwal. Der einzige Räuber, der groß genug ist, der stark genug ist, der tief genug tauchen kann, um beide zu jagen. Regelmäßig. Narben von Saugnäpfen und Haken finden sich auf Pottwalköpfen. In ihren Mägen Schnäbel von Riesenkalmaren, von Kolosskalmaren. Für den Pottwal ist konvergente Evolution perfekt. Je mehr riesige Kalmare entstehen, desto mehr Nahrung gibt es. Aber genau hier liegt die Schwäche. Wenn verschiedene Arten zur gleichen Lösung werden, teilen sie oft dieselbe Achillesferse. Ein evolutionäres Wettrüsten beginnt. Kalmare werden größer, Wale tauchen tiefer. Beide treiben sich gegenseitig an ihre Grenzen. Und irgendwann bricht das System zusammen. Kannst du dir vorstellen, dass in 10 Millionen Jahren ein dritter Riese entsteht? Größer als beide? Die Evolution sagt, vielleicht. Der Pottwal jagt beide, seit Millionen Jahren. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Denn die Evolution hat einen Fehler gemacht. Konvergente Evolution ist kein Zufall. Es ist ein Beweis. Ein Beweis, dass dieses Design funktioniert. Die Natur baut dieselbe Lösung zweimal. Nicht aus Faulheit, weil es die beste Lösung ist. Aber wenn das stimmt, könnte es einen dritten Riesen geben? Einige weniger bekannte Kalmare zeigen bereits Ansätze. Taningia danae, 2,3 Meter lang, aber mit riesigen Leuchtorganen. Kondacovia longimana, schwer gepanzert, lebt in extremen Tiefen. Noch nicht riesig, aber auf dem Weg dorthin. Und wer weiß, was in ein paar Millionen Jahren aus der Dunkelheit der Tiefsee auftaucht. Die Evolution hat 2 Riesen erschaffen, unabhängig voneinander, in verschiedenen Ozeanen. Vielleicht sehen wir gerade die ersten Schritte zu einem dritten. Oder vielleicht ist das Maximum erreicht. Denn je größer ein Kalmar wird, desto mehr Energie braucht er. Und in der Tiefsee ist Nahrung rar. Der Riesenkalmar und der Kolosskalmar sind vielleicht die Grenze, die maximale Größe, die ein Kalmar erreichen kann, ohne zu verhungern. 2 Monster, getrennt durch Ozeane, erschaffen durch dieselbe Evolution. Aber hier ist die Frage, die mich nicht loslässt. Was wäre, wenn sie sich treffen? Der Riesenkalmar, schnell, agil, tödlich. Der Kolosskalmar, schwer, gepanzert, brutal. Wer würde gewinnen? Wir werden es nie erfahren, denn ihre Welten überschneiden sich nicht. Aber die Evolution hat schon seltsamere Dinge getan. Aber Kalmare sind nicht die einzigen Monster, die zweimal entstanden sind. Es gab ein Tier, so groß, dass es jede Schlange von heute lächerlich aussehen lässt. Ein Tier, das nur existieren konnte,
weil die Welt heißer war als je zuvor. Und als diese Welt verschwand, verschwand es mit ihr. Klick jetzt auf das nächste Video. Du wirst nicht glauben, was die Evolution erschaffen hat.